Hallo, heute zeige ich euch mein neues Konzept für die Trams, auch genannt Straßenbahnen oder auch Metros. Und zuallererst werden es führerlose, vollautomatische Trams sein, die mit Plattformen, elektronische Plattformen in Verbindung stehen, mit Gewichtssensoren. Und ich zeichne euch einfach mal auf, was ich mir vorstelle. Also hier haben wir eine Strecke, auf der die Tram fährt. So zum Beispiel. Und nun zu den Haltestellen. Die, dachte ich mir, sind so. Da wäre eine Haltestelle. Oder da. Jetzt die Haltetafel. Zu den Plattformen, auf die man sich stellen muss. Also mal angenommen, zu dieser Haltestelle kommen 3 verschiedene Trams. Tram 1, Tram 2 und Tram 3. Und je nachdem, mit welcher Tram man fahren möchte, auf dessen Plattform stellt man sich. Hier haben wir Tram 1. Wenn man mit der fahren will, stellt man sich auf diese Plattform. Will man mit der fahren, stellt man sich auf diese. Und auch hier. Dasselbe gilt bei der nächsten Station ebenfalls. 1, 2, 3. Die Gewichtssensoren in den Plattformen registrieren, mit welcher Tram der Fahrgast fahren möchte. Und nur diese Tram fährt auch in die Haltestelle ein. Also zum Beispiel, ich will mit der Tram 3 fahren, würde bedeuten, Tram 1 und 2 würden einfach weiterfahren. Es sei denn, hier will einer mit der Tram 1 fahren, dann fährt die hier rein. Wartet, bis eingestiegen wurde oder die Plattform verlassen oder gewechselt wurde. Zum Beispiel fährt Tram 1 rein, der Fahrgast will er aber nicht in diese Tram einsteigen, geht er einfach runter von der Plattform oder stellt sich auf Plattform 2. Das würde dafür sorgen, dass die Tram sofort weiterfährt. Und generell, und die, was war da noch eine Idee? Genau. Ach ja, genau. Und damit überhaupt eine Tram kommt, muss man sich erstmal auf eine Plattform stellen. Muss man sich zuerst mal auf eine Plattform stellen. Und sobald man auf der Plattform steht, kommt innerhalb von 5 Minuten eine Tram. Wird aber nicht eingestiegen in die Tram, sondern geht einfach weg. Wie war das noch? Steigt man aber dann nicht in die Tram ein, sondern verlässt die Plattform oder wechselt die Plattform. Was war da noch? Dann wartet die Tram in dieser Haltestelle, um vorbeifahrende Trams weiter vorbeizulassen. Also zum Beispiel wäre das die Tram 3, wenn die in dieser Haltestelle warten würde auf ihren nächsten Einsatz, zum Beispiel wenn sich da jemand draufstellt, würde sie zu dieser Haltestelle weiterfahren. Wie war das noch? Um Staus zu vermeiden? Genau. Und stellt sich jemand auf die Plattform 2, aber die Tram 3 steht da drin, dann fährt die Tram 3 einfach zur nächsten Haltestelle und wartet dort auf ihren nächsten Einsatz. Also wenn dann weiter in der nächsten Haltestelle jemand sich auf die Plattform 3 stellt. Okay, das hätten wir. Und wenn mehrere, zum Beispiel wenn die Leute bei 1 und 2 stehen, dann wird die Tram zuerst abgefertigt, die zuerst in die Haltestelle einfährt.
zum Beispiel 2, Leute steigen an, fährt weiter, dann kommt die Tram 1, die Leute steigen an und fährt weiter. Und beim Aussteigen habe ich ein gutes Konzept erstellt. Ach ja, genau, es gibt einen Touchscreen, wie nennt man das? Jedenfalls, es gibt einen Bildschirm an der Wand, mit dem man runter oder rauf scrollen kann und die Haltestelle, bei der man aussteigen möchte, auswählen. Man klickt Haltestelle auswählen, okay. Möchte man doch nicht an dieser Haltestelle aussteigen, sondern an einer anderen Haltestelle aussteigen, dann kann man das natürlich auch wieder korrigieren, indem man auf die Schaltfläche Korrigieren klickt. Ach ja, und bei mehreren wartenden Trams, also zum Beispiel, wenn hier eine Tram auf ihren Einsatz wartet, zum Beispiel Tram 3, und es kommt aber zum Beispiel Tram 1, nee, das hatten wir ja schon. Genau, warten. Wenn mehrere Trams warten, also auf ihren Einsatz warten, zum Beispiel Tram 3 wartet hier, Tram 1 fährt jetzt auch in eine Haltestelle zum Warten, um auf den nächsten Einsatz zu warten und möchte auch hier warten. Dann fährt Tram 3 einfach in die nächste Haltestelle, um für Tram 1 Platz zu schaffen oder umgekehrt. Tram 3 bleibt da drin und wartet dort. Und Tram 1 wartet in der nächsten freien Haltestelle auf ihren nächsten Einsatz. Natürlich funktioniert das nur, wenn keine Fahrgäste an Bord sind. Sind Fahrgäste an Bord und es wurde eine Haltestelle ausgewählt, an der ausgestiegen oder eingestiegen werden möchte, oder es steht jemand an der Plattform, dann fahren die Trams natürlich wie gewohnt zu den Haltestellen und Einsatzorten. Aber diese Wahrscheinlichkeiten treten vor allem wohl nur nachts auf. Mit den in Stationen befindlichen Trams, die auf ihren nächsten Einsatz warten. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eine gute Idee, um vorbeifahrende Trams weiterfahren zu lassen. Ja, wenn zum Beispiel Tram 3 hier steht und 1 und 2 haben keine Fahrgäste, die aussteigen oder die auf die Plattform stehen, um einzusteigen, die fahren dann einfach weiter. Wenn da aus- oder eingestiegen werden möchte von Tram 1 oder 2, können sie hier einfach reinfahren. Genau, dieses Konzept mit den Ausbuchtungen für die Haltestellen ist für den schnelleren Verkehrsfluss bei den Tramschienennetz gedacht. Man könnte es auch vergleichen mit einer Autobahn oder mit einem Pannenstreifen auf der Autobahn. Und die Trams warten natürlich ab, bis die vorbeifahren. Und Tram 3 beispielsweise, die hier gerade Fahrgäste ein- oder ausstiegen ließ, wartet natürlich, bis die Trams vorbeigefahren sind. Und sie sind alle elektronisch miteinander verbunden und somit weiß die Tram, wann sie wieder auf die Hauptspur fahren kann, um zur nächsten Station oder noch weiterfahren zu können. So würde mein Konzept für die Zukunft aussehen. Das wäre so. Hier habe ich die Skizze, die ich dazu angefertigt hatte. Genau, diese Idee hatte ich am 22. Februar 2018. Hier sind alle Ideen, die ich mir gleichzeitig aufschrieb. Und die Skizze. Und daher, damit aus diesem Konzept auch was werden kann, ist es für mich ein besonderes Anliegen, dass meine Idee und mein Konzept unbedingt von den Tramführern und von den Gewerkschaften kopiert wird. Kopieren ausdrücklich erwünscht. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.